Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir fangen heute an mit einem kleinen Problem bei dem VIP-Pass, was ihr ja schon bereits seht. Wenn ihr das Spiel betretet, dann bekommt ihr schon die Message dazu und dann gibt es eine neue Umfrage zu den Customizations, die wir heute auch mal zusammen durchgehen wollen, und da bin ich auch sehr gespannt. Das Ganze tritt in Phase 2 ein. Das heißt, weiteres Feedback ist auf jeden Fall gefragt und da gucken wir mal, was uns da so erwartet. Ja? Problem mit dem VIP-Pass. Helden und Heldinnen, wir haben ein Problem untersucht, bei dem der VIP-Pass am letzten Tag seiner Gültigkeit kein Freibier gewährte. Wir haben nun einen Hotfix bereitgestellt, der das Problem beheben sollte. Leider funktioniert dieser Hotfix nur für Spieler, die in Zukunft davon betroffen gewesen wären. Wenn ihr euch da heute vor dem Hotfix angemeldet habt, erhaltet ihr kein kostenloses Bier vom VIP-Pass. Alle während der Gültigkeitsdauer ihres VIP-Passes Pilze für Bier verwendet haben, erhalten ihre Pilze morgen zurück. Wir danken für euer Verständnis. Ja, das auf jeden Fall erstmal soweit dazu. Und wenn wir jetzt hier einmal in die Charakterauswahl reingehen, dann sehen wir hier schon, dass uns eine neue Umfrage erwartet. Hier oben kann man dann halt auch draufklicken. Und dann sehen wir hier Feedback zu Avatar-Individualisierung. Ja? Und dann sehen wir hier schon Shakes and Fidget mit einem Skyrim-Outfit an, so wie es aussieht. Stilikone statt Fashion-Fehltritt. Danke für eure Teilnahme an der letzten Umfrage zur Avatar-Individualisierung. Heute geht es mit 9 Fragen und Erklärungen in eine zweite Runde. Wer die erste nicht miterlebt haben sollte, da ging es quasi darum, ob überhaupt die Community das will, dass quasi ein paar OG-Avatare leichte Veränderungen erhalten, dafür aber halt eben, also es passiert ein Einschnitt ins Game, es wird von den alten Charakteren ein bisschen was umgemodelt, dass halt eben für neue viel mehr Möglichkeiten Platz geschaffen wird. Und da geht es heute dann jetzt in die zweite Umfrage. Generell scheint das Thema bei euch auf viel positive Resonanz zu stoßen, solange einige der von euch angesprochenen Kritiken berücksichtigt werden. Daher präsentieren wir euch in dieser Umfrage mögliche Lösungsansätze, die eure Befürchtungen adressieren und euch im besten Fall überzeugen. Ausführlichere Hintergründe zu dem Thema Avatar-Individualisierung erhältst du in dem Blog, den wir vor der letzten Umfrage veröffentlicht hatten. Ja, den hatten wir uns ja auch schon angeschaut. So, und natürlich entscheide ich hier nach meinem Geschmack, sag ich mal, was für mich halt in Ordnung ist und was nicht. Ich bitte euch darum, auch die Umfrage zu machen und dann für euch zu entscheiden, wie ihr das Ganze seht. Macht das bitte unabhängig von mir. Ja, ich möchte euch nur mal zeigen, wie halt das Ganze hier auch so aussieht, die Umfrage. Und deswegen, bin ich selbst auch gespannt. Wir haben das erste Mal schon zusammen gemacht. Jetzt machen wir das hier auch das zweite Mal dann zusammen und gucken mal, was uns hier so erwartet, ja. Okay, wir haben 5 Fragen. Mehr Free-to-Play. Eine eurer Sorgen befasst sich damit, dass neue Outfits und Accessoires nicht für Free-to-Play-Spieler erhältlich sein würden. Diesbezüglich möchten wir euch versichern, dass auch Free-to-Play-Spieler voll auf ihre Kosten kommen werden. Dafür möchten wir sicherstellen, dass auch diese Spieler die Möglichkeit haben, ihre Avatare von der Masse abzuheben. Das ist schon mal ein sehr guter Punkt, worauf hier Shakes and Fidget jetzt auch direkt eingeht. Das hatten wir ja auch geäußert. Auch dazu, nicht nur zum World Boss, auch dazu hatte ich mal meine Bedenken geäußert, beziehungsweise ein Textdokument an Playa gesendet, wo ich auch bestimmt eine Stunde oder so dran gesessen habe wieder und darauf hingewiesen habe, dass das auf jeden Fall ein Update ist, was die Spieler definitiv erwarten, aber auch wirklich bitte alle Spielergruppen abgeholt werden. Ne? Dass zum Beispiel wie man hier sieht, eine 1000-Pilz-Panzerung besser aussieht als eine Free-to-Play-Panzerung, sollte, denke ich mal, jedem klar sein. Nichtsdestotrotz sollten die Free-to-Play-Spieler auch trotzdem in der Möglichkeit sein, ihren Avatar halt eben auch zu gestalten auf jeden Fall. Dann gehen wir mal rein. Okay, klassisch
achso, klassische versus neu. Versus, habe ich ja gerade gelesen. Als weiteres Feedback sahen wir, dass ihr euch sowohl mehr Individualisierung für eure Avatare wünscht, als auch an euren aktuellen Avataren hängt und eine Anpassung dieser für das neue System als kritisch betrachtet. Deshalb möchten wir euch Folgendes anbieten. Hier kann man runterscrollen. Auf bestehenden Welten kannst du künftig in den Einstellungen wählen, ob dir ausschließlich klassische oder ausschließlich neue Avatare angezeigt werden. Oh, sie stellen beide Möglichkeiten zur Verfügung. Also ja, im Prinzip besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen, weil so bei der letzten Umfrage war es halt, okay, man nimmt ein bisschen von den Oldschool-Feeling weg, dafür hat man aber die Möglichkeit, tausende neue Skins ins Game zu fügen, ja. Und natürlich kannst du bei dieser Entscheidung nicht alle zufriedenstellen, weil irgendjemand wird immer irgendwie anderer Meinung sein als du. Das ist normal, ja, gerade im Social-Media-Bereich. Und ja, hier können sich die Spieler anscheinend, so wie ich das jetzt lese, sogar selbst aussuchen, ob sie halt eben diese klassische oder diese neuen Avatare angezeigt werden wollen. So, ne? Also hier machst du tatsächlich dann wirklich 100%, also beide Spielergruppen, ja, gewährleistest du damit Zufriedenheit. Und das liest sich auf jeden Fall schon mal ganz gut. Nutzt du das neue System, siehst du alle Avatare im neuen Stil, auch von Spielern mit klassischen Systemen, umgekehrt ebenso. Bei der Wahl der klassischen Avatare kannst du zwar neue Kostüme und andere Anpassungen erhalten, diese jedoch nicht für deinen klassischen Avatar verwenden. Erstellst du nach Veröffentlichung des neuen Avatar-Systems einen neuen Charakter, legst du diesen standardmäßig in den neuen Avatar-Editor an. Du kannst aber jederzeit in den Einstellungen auf das klassische Avatar-System wechseln, um einen klassischen Avatar zu spielen und ihn im klassischen Editor anzupassen. Wow. Also ich persönlich hätte jetzt mit dieser Auswahlmöglichkeit nicht gerechnet. Es hat sich für mich so beim ersten Mal gelesen, okay, ihr müsst jetzt entscheiden, wollt ihr das neue oder das alte System? Und je nachdem geht es halt mit dem neuen System halt eben weiter und das alte System muss halt dafür über den Haufen geworfen werden. Aber hier haben sie anscheinend wirklich einen Ansatz gefunden, um beide Spielergruppen glücklich zu machen. Das finde ich tatsächlich wirklich ziemlich, ziemlich nice. Und ja, so schafft es quasi für niemanden irgendwie Probleme, sag ich mal, über irgendwelche Neuerungen oder Änderungen im Spiel. Ja, Änderungen sind auch wichtig, aber man versucht hier auch die alten Spielerschaften abzuholen, die keinen Bock auf diese Skins oder diese neuen Avatare haben. Sehr schön. Wirklich sehr gut. Neues Design für Menschen. Bei der Auswertung der Akzeptanz einzelner Völker fiel uns auf, dass die grafische Überarbeitung der Menschen als kritisch betrachtet wurde. Deshalb haben sich unsere Artists erneut hinter das Zeichenbrett geklemmt und für euch neue Designs entworfen. Findest du die Überarbeitung für dieses Volk so akzeptabel? Bitte wähle für das gezeigte Volk eine Wertung aus. Okay, also hier haben wir die alten, ja, die neuen. Und so sieht es im Custom-Made-Modus aus. Es kann für jede Option nur eine Auswahl getroffen werden. Okay, machen wir mal den Gesamteindruck. Ich würde sagen, also jetzt hier bei der oberen, da ist ja wirklich fast gar kein Unterschied zu erkennen. Beim unteren, ja, es ist ein bisschen glatter auf jeden Fall. Ja, das sieht man schon. Aber ich würde sagen, es ist noch okay. Gesamteindruck 1 nicht akzeptabel, 4 sehr gut. Würde ich tatsächlich jetzt eine 4 machen. Ja, Wiedererkennbarkeit. Es ist wiedererkennbar zum alten Stil. Das ist das SF-Wiedererkennbarkeit. Ob es wiedererkennbar ist? Ja, würde ich schon sagen. Ne? Sehr gut. Es ist sehr gut. Nicht akzeptabel. Ich würde sagen, es ist schon sehr gut, würde ich sagen. SF-Stil ist beim oberen fast gar kein Unterschied zu erkennen. Ist halt ein bisschen heller alles so. Beim unteren würde ich auch sagen, es ist okay.
Farbgebung. Die Avatare wirken ein bisschen blass, muss ich sagen, im Vergleich zu den ersten. Da kann ein bisschen mehr Sättigung rein. Als alter äh, Thumbnail-Artist hier. Ja, würde ich sagen, gibt's eine 3. Ja, Farbgebung, ja, wie gesagt, würde ich auch eher so mittel anvisieren, und Pose ist eigentlich auch nichts auszusetzen, würde ich auch sagen, sehr gut, ja. So, Anpassung Wünsche. Wie wichtig sind dir diese Anpassungsmöglichkeiten für deinen Avatar? Okay. Wie wichtig sind dir diese Anpassungsmöglichkeiten? Kostüme. Okay, wir haben Kostüme, Hintergrund, Rahmen, Frisuren, Gesicht, Hautfarbe, Bemalung, Tattoos, Mimik. Kostüme, würde ich sagen, ist schon sehr wichtig. Ja. Hintergrund ist auch wichtig. Rahmen würde ich auch einordnen. Frisuren würde ich eher auf eine 3 setzen, genauso wie das Gesicht. Hautfarbe auch. Bemalung, Tattoos auch, und Mimik. Ja, Mimik macht viel aus, da kannst du schon viel individualisieren, muss ich sagen. Mimik finde ich schon sehr wichtig, muss ich tatsächlich sagen, weil wenn du keine Mimik in den Gesichtern hast, dann sieht auch jeder gleich aus. Deswegen Mimik, muss ich sagen, ist schon sehr wichtig. Ja, genau, so würde ich das antworten. Hast du noch weitere Wünsche für Anpassungsmöglichkeiten deines Avatares? Noch weitere Wünsche. Noch weitere Wünsche für die Anpassung. Ist jetzt schwer, jetzt hier spontan eine Antwort zu geben. Ich muss ja jetzt auch da mache ich mir noch mal privat Gedanken. Ich sage jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal Nein sagen, ja, aber da muss ich noch mal gucken, ob man sich noch was überlegt. Aber jetzt erstmal so. Hast du noch weitere Wünsche für Anpassung deines Avatars? Ich hatte jetzt eher so von Waffensets gedacht, aber sie sprechen hier direkt von Avataren, dass man Waffen eventuell noch anders anpasst, oder Ausrüstungsgegenstände, aber nee, bei den Avataren ist erstmal soweit alles cool. Bekannte Parodien. Schließlich erhielten wir das Feedback, dass die gewählten Kostüme Beispiele als zu generisch empfunden wurden. Stattdessen, ja, wünscht ihr euch Kostüme, die noch besser in das Universum von Shakes and Fidget passen. Auch dieses Feedback haben wir uns sehr zu Herzen genommen und neue Beispielkostüme entworfen. Wir werden euch aber natürlich auch in Zukunft mit einbinden, wenn es um eure Wünsche zu weiteren Anpassungsmöglichkeiten geht. Würdest du solche und ähnliche Avatare gerne in Shakes and Fidget sehen? Okay. Es kann nur eine Option. Ja, nein, weiß nicht. Also es sieht jetzt erstmal nicht verkehrt aus, muss ich sagen. Es ist halt, ja, es ist halt ein neuer Stil. Es ist nicht mehr dieses Shakes and Fidget, so wie man es kennt. Gerade hier ist es wow. Also man muss sich wahrscheinlich dran gewöhnen, weil es halt nicht mehr ja, also durch diese Anpassungsmöglichkeiten können Skins jetzt quasi wirklich alles sein. So, es können jetzt wirklich alles sein. Und ja, also ich würde sagen, erstmal ja, so, ne? Okay. Hast du noch weiteres Feedback für uns? Ja, ich muss sagen, erstmal nicht, ja. Erstmal nicht, aber wenn ich da irgendwie Feedback von euch sammle oder so, oder mir noch was einfällt, dann stehe ich da ja privat mit Playa in Kontakt und kann da dann weitestgehend dann mein Feedback noch äußern, und das mache ich ja auch, wenn es irgendwas gibt oder ich Bedenken habe oder weitere ja, Ideen, Einfälle oder euer Feedback und so. Aber jetzt so spontan jetzt hier im Video ist es natürlich immer ein bisschen schwierig dann, ne? Okay, ja. Das ist auf jeden Fall dazu. Also es hört sich für mich sehr gut an, muss ich sagen, was ich jetzt da gerade gelesen habe. Also es sieht so aus, als ob wirklich alle Spielergruppen zufriedengestellt werden würden. Sowohl die darauf keinen Bock haben und die alten Avatare bzw. Skins behalten wollen, als auch die Bock haben auf neue Custom-Made-Avatare, die halt mit dem neuen Update kommen. Es gibt eine Auswahlmöglichkeit, das auszuschalten oder einzuschalten. Ist ja mehr, als ich jetzt gedacht hätte tatsächlich, deswegen kann man da eigentlich nichts
nichts gegen sagen, großartig, ja. Aber lasst mich gerne mal euer Feedback dazu wissen. Schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Ganzen? Seid ihr da eher mehr dafür? Seid ihr dagegen? Ist es euch egal? Ja, und macht da sehr gerne bei der Umfrage mit. Ansonsten soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.